Wir wollen euch Erfolgsgeschichten unserer Klienten präsentieren und das ist heute der Herr X. Genau. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge bei Life Begins After Coffee. Wir haben uns was Neues überlegt und zwar haben wir immer wieder auch Fragen gestellt bekommen. Was ist denn eigentlich auch so aus euren Klienten geworden? Haben die erfolgreich gegründet? Was ist passiert? Und wir haben uns überlegt, wir können ja nicht über jeden Klienten was preisgeben, aber was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, wir haben eine sehr gute Zahl. Nämlich 9 von 10 unserer Kunden gründen erfolgreich. Das heißt, die sind auch weiterhin dann erfolgreich am Markt, nachdem sie mit uns unsere Beratung durchlaufen haben. Und wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, weil wir nicht einfach so Daten und Geschichten von Kunden rausgeben möchten, dass wir einfach mal Eine Geschichte erzählen. Klienten angefragt haben, ob wir es dürfen. Und Heinz hat eine Geschichte heute mitgebracht. Also es ist ja, wir wollen euch Erfolgsgeschichten unserer Klienten präsentieren und das ist heute der Herr X. Genau. Und dann legen wir los, Heinz. Ja, also Herr X ist jemand, der ohne Kapital gegründet hat. Er ist so um die Ende 20, 30, genau weiß ich es gar nicht, ist ja auch egal. Und ist ein Musiker. Herr X hat also Musik gemacht und konnte da auch von leben, aber dann kam Corona. Corona war mit Lockdown verbunden und er hatte keine Möglichkeit, Geld zu verdienen und suchte nach Alternativen. Wir machen das immer so, dass wir uns am Anfang sehr mit den Klienten befassen. Da geht es um ihre Persönlichkeit, um ihre Stärken, Schwächen, ihre Motivationen und wir versuchen so ein Potenzial festzustellen. Wir nennen es auch eine Potenzialanalyse. Basierend darauf begleiten wir dann unsere Klienten dabei, was ein zukünftiges Geschäftsfeld sein kann. Also wir machen keine Vorschläge, ne, sondern also wir begleiten diesen Reflexionsprozess. Und bei dem Herrn X war es halt sehr schwierig. Er hatte kaum Eigenmittel. Er war, ja, sagen wir mal, sehr niedergeschlagen, suchte eine Perspektive für sich. Und es war auch so, dass er von seiner Familie eher enttäuscht war. Er fühlte sich wenig unterstützt. Die Familie hatte anscheinend auch wenig Verständnis für seinen Beruf. Es galt nicht als Beruf oder es gilt ja im Grunde nicht als Beruf, wenn man Musiker ist, in vielen Familien zumindest. Ja, wir können jetzt mal so im Detail ein bisschen erzählen, wie es zur tollen Idee kam. Weil es ist nämlich eine Überraschung, was aus dem Musiker geworden ist. Ja, das ist wirklich eine Überraschung. Ich sage ja immer, Wege entstehen beim Gehen und genau so war es auch. Der Herr X hatte nämlich ein Hobby. Und zwar hat er Rollenspiele geschrieben, konstruiert. Er ist in so einem Forum und hat da mehrere Mitspieler und hat da quasi die Regie übernommen und jedem eine Rolle auf den Leib geschrieben. Und jeder Mitspieler wusste im Grunde das Ende nicht. Er wusste auch zu Spielbeginn seine Rolle nicht, sondern das hat sich so entwickelt und diese Planung hat der Herr X vorgenommen. Er hat jedem quasi eine Rolle auf den Leib geschrieben und hat so ein Storyboard inszeniert. Ja, und das kam richtig gut an und er hatte ja mehr Zeit und hat da quasi sich Bestätigung abholen wollen und das ist ihm auch gelungen. Darüber haben wir gesprochen und ich war unglaublich fasziniert
von dem, was er gesagt hat. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich spiele solche Spiele nicht. Aber es hat ihm sehr, sehr viel gegeben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob seine Mitspieler nicht auch dafür bezahlen würden, wenn er sie noch mehr einbezieht oder regelmäßig versorgt mit diesem Spiel. Und Herr X hat dann quasi diese Frage weitergereicht an seine Mitspieler. Und es hat sich gezeigt, ja, sie würden dafür bezahlen. Und dann hat er ein Angebot mit diesen Kunden, im Grunde mit seinen zukünftigen Kunden, hat er ein Angebot entwickelt. Gemeinsam. Sie haben gemeinsam vereinbart, wie die Regularien sein sollten, wie viel man bezahlt und was geliefert werden muss. So entstand die Erfolgsgeschichte vom Musiker zum Dungeon Master. Wirklich ein tolles Beispiel, worüber wir sehr stolz sind. Ja. Und wir hatten auch nicht auf dem Schirm, dass es in diese Richtung gehen würde, aber er ist sehr erfolgreich mit seinem Konzept und hat natürlich ein Angebot unterbreitet und unglaubliche Resonanz darauf und hat es jetzt auch erweitert und er ist richtig erfolgreich damit und ist einfach eine Geschichte auch für dich als Motivation, deinen Traum oder deine Idee zu finden und auch umzusetzen. Ja, also ich glaube, der Erfolg beruht auf zwei Punkten. Und zwar einmal seine Motivation. Es macht ihm unglaublich Spaß und das wird auch deutlich. Und dann hat er die anderen Mitspieler einfach auch inspiriert. Die haben da sich drauf gefreut und die hatten da auch was von. So ist dieses Angebot zustande gekommen. Und Herr X hat es ausgeweitet. Er hat ja Content quasi selbst erstellt und hat das quasi in der Schublade und kann dann immer wieder neue Teams quasi zusammenstellen, die dann eins seiner Spiele durchspielen. Und das ist auch so ein tolles Beispiel für die Produktentwicklung, was das im Design Thinking nennt, gemeinsam mit dem Kunden. So kannst du das Produkt genau auf die Bedürfnisse des spezifischen Kunden bzw. der Zielgruppe anpassen, weil du es gemeinsam mit ihnen erstellst und entwickelst. Und das ist einfach die Königsdisziplin von einem erfolgreichen Produkt am Markt. Genau. Und also Produktentwicklung hat eigentlich immer mit Kommunikation zu tun. Natürlich mit uns, aber in erster Linie natürlich mit den Marktteilnehmern, also mit potenziellen Kunden. Und wenn du da eine Idee hast, und da frühzeitig in den Austausch gehst, über Social Media, über welches Forum auch immer, wo du gerade präsent bist, dann hast du wirklich gute Chancen, ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Ja, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du eine Idee und du weißt nicht so ganz genau, ob das ankommen könnte bei potenziellen Kunden? Dann melde dich einfach bei uns, buch einen Termin, buche diesen Freedom Call und wir sprechen darüber. Das ist ja kostenlos und wir würden dir dann unsere Meinung dazu sagen. Wir sind keine Leute, die andere schlecht reden, sondern wir sind wirklich sehr ehrlich und versuchen dich bei dem zu unterstützen, was dir wichtig ist. Genau, geh jetzt auf die Seite, den Link findest du unter dem Video. Melde dich zum Freedom Call an und wir freuen uns auf dich. Genau, tschüss. Bis nächste Woche. Liken, Abo dalassen und schreib uns doch dein Feedback in die Kommentare. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao.